Ja, hat nur nichts geholfen, weil wie wir hier sehen, da hat der Herbie die Power von der V4 auf der Gegengerade ausgenutzt. Heute ist Race Day, Freunde. Ja, deswegen macht euch gefasst. Es gibt später ein richtig geiles Sprintrennen. 11 Runden geht das bei Hafenegger. Auch hier heute wieder beste Voraussetzungen. Wetter super, Strecke trocken, Sonne ballert. Babbeln wir nicht lang rum, sondern gehen direkt rein ins Rennen. Und damit darf ich euch hier live begrüßen in meiner Kommentatorenkabine. Ja, wie ihr seht, wir stehen bei Hafenegger in der Boxengasse, weil wir hier bei Hafenegger einen fliegenden Start haben. Das heißt, jeder sammelt sich in der Boxengasse auf seinem Startplatz, bevor es dann rausgeht, eine Runde geführt und dann, sobald es auf Startziel geht, wird Gas gegeben, ab der Startziellinie grüne Flagge und dann darf überholt werden und das Rennen ist gestartet. Hier haben wir uns jetzt erstmal aufgereiht. Ich bin von Platz 13 losgefahren, wobei aber 2 Leute nicht mitgefahren sind, deswegen ist es dann direkt auf Platz 11 gewesen. Hinter mir seht ihr den Herbie aus Box 10, der war mit Platz 12 gestartet und somit direkt hinter mir. Glücklicherweise hat er eine Kamera in seinem Helm laufen gehabt und damit richtig geile Aufnahmen gemacht. Da habt ihr dann später auf jeden Fall mal, wie hier schön zu sehen, noch ein paar Außenaufnahmen von mir. Es ist ja leider seltenst der Fall, dass man mich auch von außen beobachten kann, aber hier haben wir endlich mal das Glück, dass wir adäquates Bildmaterial gesammelt haben. Entspannte Warmfahrphase in der Einlaufrunde. Natürlich war es wichtig, dass wir hier erstmal als gesamtes Fahrerfeld schön hintereinander geblieben sind, wie so eine Perlenkette und sich nicht das Feld direkt von Anfang an zu weit auseinanderzieht. Im Lauf der Runde wurde es dann immer schneller, sodass die Reifen auch auf Temperatur gekommen sind und wir dann direkt losfeuern konnten. Ich spule das Ganze jetzt hier mal ein bisschen vor, die Warm-Up-Runde, die brauchen wir jetzt auch nicht wirklich uns anzugucken, so spannend ist die nicht. Aber hier geht es damit auch schon raus auf Startziel. Ihr seht, die Sonne steht tief, es war 17 Uhr im Oktober in Kroatien, fast nichts zu sehen, aber ich wollte einen guten Start haben und ihr seht, direkt ab Startziel konnte ich auch schon den ersten Platz gut machen und mich hier eins vorschieben. Ich habe es endlich mal geschafft, einen fliegenden Start nicht zu verschlafen, sondern direkt dran zu bleiben und konnte mir hier auch schon Platz 10 sichern. Jetzt gilt es für mich einfach nur dranbleiben und die Lücke zu den Vorderleuten nicht zu groß werden lassen. Ihr seht es nach hinten hin, soweit alles erstmal sicher, da kommt direkt kein Gegenangriff, soweit konnte ich mich dann erstmal nach vorne konzentrieren. Die Kollegen vor uns, wer das letzte Video vom Gesamtevent schon gesehen hat, weiß, dass die alle ein paar Sekunden schneller waren. Wie gesagt, die ersten beiden teilweise 1,30er Zeiten gefahren. Im Verlauf des Rennens sollten sie dann sogar noch 29er Zeiten knacken. Deswegen war dann mein Plan gewesen, erstmal dem Fahrerfeld zu folgen und mich nicht zu weit abschlagen zu lassen. Ihr kennt es von mir, ich fahre mal wieder auf gebrauchtem Reifenmaterial. Das sollte mir dann später raus auf jeden Fall auch noch zum Verhängnis werden. Wir sehen es auch im Verlauf des Rennens an den Rundenzeiten, dass da nicht wirklich viel zu machen war, weil der Reifen am Ende mehr am Durchdrehen war, als überhaupt Vortrieb geliefert hat. Ihr seht es aber hier, Ende von der ersten Runde. Ja, es ist schon eine kleine Lücke aufgegangen zu den Vorderleuten, aber ich habe trotzdem versucht, weiter dran zu bleiben. Hinter mir, da wurde schon gepresst. Die Jungs, die haben alle eine ähnliche Geschwindigkeit wie ich gehabt, teilweise aber auch ein bisschen schneller und vor allem auch frischeres Reifenmaterial. Ja, und dann sehen wir es auch hier schon beim Rausschieben auf Startziel mit einer 1,35 in der ersten gezeiteten Runde gar nicht mal so schlecht, aber die Jungs vor mir definitiv noch schneller und haben dann schon die Lücke weiter aufgefahren. Ja, nach hinten hin konnte ich mich aber auch leicht absetzen und hier zumindest mir ein bisschen Luft verschaffen, sodass ich hier in der Anfangsphase vom Rennen dann doch ganz gut den 10. Platz behaupten konnte. Ja, ihr seht es auch weiterhin, die Sonne steht extrem tief, das war wirklich fatal gewesen, so konnte man wirklich sehr schwer die Linie sehen. Teilweise hat die Sonne einen so geblendet, dass man mehr nach Schätzen gefahren ist. Das wird auch im Verlauf des Rennens eher schlimmer als besser, weil die Sonne dann natürlich immer weiter runtergegangen ist. Ja, war schwierig, aber so ist das nun mal zu der Jahreszeit in Kroatien. Muss man mit leben, geht nicht nur mir so, sondern unter den Bedingungen mussten natürlich alle Fahrer fahren. Ihr seht, hier geht's raus auf die Gegengerade und nach vorne hin ist jetzt schon die Lücke richtig groß geworden.
Da habe ich komplett den Anschluss verloren, weil die Jungs einfach definitiv 2 Sekunden, 3 Sekunden teilweise schneller waren und pro Runde so viel Abstand aufgefahren haben, dass ich da einfach nimmer dranbleiben konnte. Ja, und nach hinten hin wurde der Abstand dagegen auch immer wieder enger. Das heißt, hier war jetzt schon in der zweiten Runde zu erkennen, ja, dass ich eigentlich ein absoluter Bremsklotz war für die ganzen Jungs hinter mir und ich das Feld eigentlich nur aufgehalten habe. Wir sehen es hier, wieder eine 1,35. Das ist natürlich keine Glanzleistung. Wir sehen es definitiv, dass ich der Flaschenhals bin, dass die Jungs hinter mir nicht zu den Vorderleuten aufschließen können. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer mal wieder Momente, wo ich Lichtblicke habe und mich dann doch wieder ein bisschen frei fahren kann, sodass die Jungs hinter mir dann doch nicht so einfach vorbeikommen konnten. Ihr seht die Zeitdiskrepanzen. Rechts in meiner aufgeführten Liste sind die offiziellen Zeiten vom Transponder von Hafenegger und unten seht ihr immer wieder die Zeiten eingeblendet von der Racebox, die GPS gemessen sind. Da gibt es immer minimale Abweichungen, aber im Großen und Ganzen passen die Zeiten dann doch schon relativ genau zueinander im Verlauf des Rennens. Wenn das GPS-Signal sich auch ein bisschen eingependelt hat, wird das entsprechend noch akkurater. Es geht wieder raus, dritte Runde auf Startziel. Die Lücke vor mir definitiv noch größer geworden, sodass ich mittlerweile gefühlt das Rennen alleine gefahren bin, weil ich währenddessen natürlich nicht gewusst habe, was hinter mir abgeht, abgesehen von den relativ nützlichen Schatten. Dadurch, dass die Sonne so tief gestanden hat, hat man anhand von den Schatten dann doch immer ganz gut gesehen, ob ein Hintermann relativ nah ist oder auf welcher Seite er eine Attacke fährt, sodass man dann hier so ein bisschen covern konnte und entsprechend auch seine Linie und seine Position verteidigen konnte. Hier der Blick nach hinten, der verrät wieder, dass der Hintermann echt nah dran ist. Wir müssen bedenken, dass durch den Weitwinkel von der Kamera das Ganze natürlich nochmal weiter weg aussieht, als es eigentlich schon war. Also er war definitiv press an meinem Hinterrad dran. Und ich glaube, wenn er an der einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen aggressiver gewesen wäre und reingestochen hätte, dann hätte er sich seinen 10. Platz auch ohne Probleme wieder zurückholen können. Allerdings muss man ihm auch zugute halten, wir sind hier in einem Fun-Race, das heißt, hier geht es nur um die goldene Ananas und am Ende wollen wir einfach nur das Rennen heil beenden und wieder gut zu Hause ankommen und genau das hat er auch gemacht, wie man hier sieht. Er war schon neben mir, war eigentlich schon vorbei, zieht dann aber nochmal zurück. Aus der dritten Perspektive vom Herbie hinter uns sieht man das auch nochmal ganz gut, wie eng das ganze Feld hier direkt hinter mir ist. Was ich für ein Bremsklotz da vorne bin. Aber wie erwähnt, es ist ein Fun-Race, es geht hier um nichts außer den Spaß. Und wenn die Kollegen da hinter mir auch nochmal weitsichtig genug sind, da zurückzuziehen, dann ist das nicht mehr wie richtig. Auf der anderen Seite, wenn der Kollege jetzt zum Beispiel auf der Gegengerade reingestochen hätte, hätte ich natürlich auch jetzt nicht auf Krampf reingehalten, sondern ihm den nötigen Platz gelassen, dass er dann die Position sich zurückgeholt hat. Ihr seht es hier aber, auf Startziel raus komme ich immer relativ gut raus und kann dann über Startziel auch meinen Vorsprung weiter halten, der dann natürlich am Ende von Startziel, direkt wenn es wieder in die Kurven reingeht, komplett zunichte ist, aber das rettet mich immer wieder über die komplette nächste Runde. In Rijeka ist es allgemein jetzt nicht so einfach zu überholen, da muss man schon entschlossen reingehen und seine Position dann auch wirklich klar machen, dass man jetzt da, ich sag mal, mit der Achse vorm Nebenmann ist und der dann entsprechend aufmachen muss und den Platz dann gibt. Es ist risikoreich, wenn man hier jetzt wirklich nicht entschlossen genug reingeht mit so einem kann, aber muss Manöver, braucht man hier gar nicht anfangen, sondern das muss schon wirklich eindeutig und entschlossen sein und da muss man das Ding auch durchziehen, weil ansonsten wird es hier echt schwierig. Hier sind wir wieder im Geschlängel unten, generell meine Schwachstelle und da sieht man es, er ist wieder neben mir, aber ich habe ihn einfach im Augenwinkel noch nicht sehen können an der Stelle und habe dann ganz normal meine Linie gefahren. Das war ihm entsprechend bewusst und er hat dann auch immer wieder zurückgesteckt und hier anbremsen von der Gegengeraden bin ich dann weiterhin vorne. Der
Blick nach hinten zeigt wieder das gewohnte Bild. Mittlerweile sind wir hier schon zu viert unterwegs und ich halte 3 Fahrer hinter mir auf, aber auch hier wieder raus auf Startziel, mache ich ein bisschen Platz. Der Herbie unterdessen fasst sich hier ein Herz, zieht mal die Power von der Panigale voll auf, ja, und hat dann sich gedacht, wenn du nicht an dem gelben Ding da vorne vorbeifahren willst, dann lass mich mal probieren. Ja, und hat sich damit dann den 11. Platz gesichert. Das kommt euch natürlich jetzt zugute für schöne Außenaufnahmen von meiner Fahrerei. Da seht ihr es mal in der 180-Grad-Kurve. Ja, sieht optisch ganz schön aus, wie ich da neben dem Moped liege, Ellbogen schleift etc. Bringt nur nichts, wenn es langsam ist, sind wir ehrlich. Auch hier wieder unten rein ins Geschlängel. Ihr habt es gesehen, der Schatten vom Herbie, der war eindeutig zu sehen. Da war mir jetzt klar, okay, es ist jemand Press hinter mir. Ich wusste natürlich in dem Moment nicht, wer es jetzt in dieser Situation ist. Ich bin eher davon ausgegangen, dass es immer noch der gleiche Fahrer von davor war. Ich wusste nicht, dass es da hinter mir einen Platztausch gab, aber habe einfach nur gedacht, gib weiter Gas, versuch weiter irgendwie den Platz zu halten, weil Platz 10 in die Top 10 zu fahren, wäre natürlich schon ganz schön gewesen. Auch hier war es wieder schön zu erkennen auf der Bremse. Der Schatten war Press neben mir. Ja, und dadurch konnte ich dann so ein bisschen meine Linie covern und den Platz weiter verteidigen. Hier habe ich dann nur gedacht, auf Startziel raus, muss ich wieder irgendwie ein paar Meter gut machen. Und ihr seht es auch hier, sogar gegen die Panigale komme ich dann doch ganz gut raus und kann dann die R1 weiter nach vorne schieben. Dazu Ende Startziel einen relativ guten Bremspunkt, sodass ich es sogar schaffe, gegen die Leistung von der V4 hier gegenzuhalten. Nichtsdestotrotz müssen wir auch hier weiter ehrlich sein. Ja, ich bremse weiter die Leute aus. Ihr seht es auch hier mit dem Blick nach hinten. Da ist zwar jetzt hinter dem Herbie so ein bisschen eine Lücke aufgegangen, allerdings presst er auch gleich wieder richtig schön an und sucht sich seinen Weg irgendwo an mir vorbei. Mittlerweile fahre ich 1,35 tief. Ich kann euch schon mal vorwegnehmen, das komplette Rennen über hat es nicht einmal gereicht, wieder eine 34er Zeit, auch keine 34 tief oder 34 hoch, was auch immer zu fahren, obwohl ich das eigentlich über den kompletten Event relativ konstant fahren konnte. Aber hier im Rennen sollte es einfach nur durchweg 35er Zeiten sein. Die habe ich aber abgespult wie ein Uhrwerk. Ja, man kann jetzt sagen, das lag an meinem Kadaver, das einfach nicht mehr ging. Auf der anderen Seite, wie gesagt, der Reifen war auch echt alt, durchgelutscht und hat einfach keinen Grip nach vorne mehr geboten, sondern nur noch gedreht, ohne dass er nach vorne beschleunigt hat. Mittlerweile sind wir am Ende von der 7. Runde angekommen. Hier nochmal schön umlegen, Schwung mitnehmen, eng am Curb, voll aufreißen und dann geht es wieder raus auf Startziel. Und hier ist immer die Stärke von mir, dass ich da nochmal ein paar Meter Schwung mitnehmen kann, gut rauskommen, spät bremse und dann weiter die Position 10 behaupten kann. Ich habe es euch vorhin gesagt, das Hafenegger-Rennen geht über 11 Runden. Das ist ein bisschen länger, als man es vielleicht aus der Vergangenheit von Rennen bei CR Moto kennt. Da laufen die Rennen in der 1000er Klasse meistens 8 Runden ab. Das heißt, wenn das Rennen jetzt nach 8 Runden hier schon vorbei gewesen wäre, hätte ich meinen Top-10-Platz erreicht. Ja, waren aber noch ein paar Meter zu gehen. Und auch hier, wer das vorherige Event-Video gesehen hat, weiß genau, dass ich mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte. Mal wieder der linke Oberschenkel, der Schmerzen gemacht hat. Und mittlerweile sind wir schon an dem Punkt angekommen, wo ich wirklich sehnsüchtig immer wieder auf die Rundentafel geguckt habe, wie lange denn noch zu fahren ist, weil ich hier wirklich unter Schmerzen unterwegs war, aber auf der anderen Seite die Motivation doch so hoch war, dass ich das Ding jetzt unbedingt durchfahren wollte und das mit einer möglichst guten Platzierung. Ich habe in der vorhergehenden Runde auch meine persönliche Bestzeit für dieses Rennen gefahren mit einer 35,1. Ja, hat nur nichts geholfen, weil wie wir hier sehen, da hat der Herbie die Power von der V4 auf der Gegengerade ausgenutzt und hat sich dann, so wie man es macht, schön auf der Bremse daneben gebremst, hat mir die Linie geklaut und ist dann innen durchgegangen. Und wie wir hier sehen, jetzt wo er freie Fahrt hat, ja, ihr
gucken zwar in die Sonne, aber wir sehen da vorne, er wird ein kleiner Punkt, der immer kleiner und kleiner und kleiner wird. Da kann ich so gut wie ich will auf Startziel rauskommen. Das Ding ist durch. Also, da muss ich sagen, hat er gut gemacht. Respekt dafür. Und da brauche ich auch gar nicht mehr angreifen. Versuchen irgendwie hinterherzukommen oder dran zu bleiben. Jetzt mit freier Fahrt zieht er mir direkt sowas von weg. Hat er sich den 10. Platz hart erkämpft. Ja, habe ich gedacht, alles klar, das Ding ist eh durch. Der 10. Platz, den kann ich mir abschreiben, jetzt das Beste draus machen. Irgendwie versuchen, meinen 11. Platz, auf dem ich auch gestartet bin, zu behaupten. Auch wenn der Herbie seine 2 Plätze im Verlauf von Rennen gut gemacht hat, wollte ich zumindest den Platz, den ich gut gemacht und danach wieder verloren habe, halten und dann auf der 11 ins Ziel fahren. Mittlerweile war mir dann bewusst, weil er an mir vorbeigegangen ist, dass der Kollege, ich glaube Erik hieß er, mit seiner Maschine, den ich eingangs überholt hatte und der eingangs dann aber schon wieder gepresst hatte, um sich seine Position zurückzuholen, derjenige sein muss, der mittlerweile wieder eng hinter mir unterwegs ist. Hier auf der Gegengerade seht ihr es nochmal, die V4, die ist so gut wie nicht mehr zu sehen, also der hat echt ein paar Meter Vorsprung schon, baut das auch weiter aus und hinter mir ist dagegen schon wieder richtig Bambule angesagt. Ja, er ist Press an meinem Hinterrad und ich, wie gewohnt, wieder auf Startziel raus. Muss mich darüber retten, dass ich hier genug Schwung mitnehme, genug Speed aufbaue, um dann die nächste Runde wieder zu überleben. Mittlerweile sind wir in Runde 10 angekommen, vorletzte Runde. Und ich wollte auf Biegen und Brechen das Ding jetzt auf der Platzierung auch nach Hause fahren. Wir sehen es auch hier, die letzte Runde mit einer 35,7 war natürlich wieder relativ langsam gewesen. Also habe ich wieder gut Zeit verloren, beziehungsweise ja, zu den Hinterleuten, die dann wieder extrem aufschließen konnten. Mittlerweile sind wir jetzt als Dreierpulk unterwegs und da ging es wirklich um die Position 11, 12, 13. Wer hat hier jetzt noch irgendwie Körner im Tank? Wer kann hier nochmal angreifen? Da wieder der Schatten gut zu sehen. Da war mir auch wieder bewusst, wie nah der Kollege hinter mir doch ist. Natürlich hört man in der Situation dann auch schon den Motor bzw. Motorengeräusche von hinten und weiß, was ansteht. Und hier wieder das gleiche Spiel wie eingangs schon gesehen. Er fährt wieder im Geschlängel hoch zur Kuppe von der Gegengeraden. Neben mich schafft es dann aber nicht durchzuziehen und muss nochmal zurückziehen. Ja, und ich fahre weiter meine Linie, kann den Platz weiter behaupten und habe jetzt einfach nur gedacht, lass das Ding jetzt vorbei sein. Wir sind doch schon so kurz vor Ende. Jetzt nochmal überholt zu werden, wäre echt ärgerlich. Hier wieder wie gewohnt Schwung mitnehmen. Ihr kennt die Leier, raus auf Startziel. Gucken, dass wir Meter machen und irgendwie wegkommen. Blick nach hinten verrät, jawohl. Auch da haben wir es wieder geschafft. Letzte Runde. Und wir haben wieder einen kleinen Abstand rausgefahren. Vorne sieht man natürlich jetzt nochmal 2 Fahrer auftauchen, aber ich kann euch beruhigen, keine Hoffnung, dass das jetzt nochmal eine Platzierung ist, die ich gut mache, sondern hier haben wir einen, der überrundet wird. Man sieht deutlich den Geschwindigkeitsunterschied und hier können wir dann auch ganz schnell die Überrundung durchführen. Gar kein Problem gewesen, einfach durchziehen und das Ganze hat mir aber nochmal das Glück gebracht, dass der Kollege hinter mir durch den Überrundeten jetzt ein bisschen aufgehalten worden ist, wodurch ich dann den Vorteil im Geschlängel habe. Ihr kennt meine Schwachstelle und hier aber jetzt nicht wieder mit einer Attacke rechnen muss, dass er sich auf die Kuppe hoch neben mich stellt und diesmal vielleicht durchziehen würde. Hier diesmal kein Schatten zu sehen, ich hatte Platz gehabt, jetzt gut rauskommen, auf die Gegengerade, voll durchfeuern und dann geht es nur noch rein in die letzte Kurve. Wir machen nochmal einen letzten Blick nach hinten, alles frei, genug Luft, genug Platz, das heißt, hier können wir schon mal glücklich verkünden, der 11. Platz ist ungefährdet, das heißt jetzt nur noch die letzten Kurven hinter sich bringen, Hahn aufreißen, Gänge durchfeuern, 5., 6. Gang und gib ihm über Startziel, die schwarz-weiß karierte Flagge wird geschwenkt und wir haben das Rennen beendet auf Platz 11.
Wunderbar, richtig schönes Rennen gewesen. Es waren wenige Überholmanöver, aber trotzdem spannende Fights. Richtig knappes Ding gewesen. Glückwunsch nochmal an Herbie, dass er mich nochmal geholt hat. Für den 10. Platz hat er sich verdient. Und sorry an alle Kollegen hinter mir, dass ich so ein Bremsklotz war. Ja, wie gesagt, schöner Fahrstil, hilft aber nicht, wenn es langsam ist. Nächstes Mal versuchen wir es vielleicht dann doch nochmal mit einem neuen Reifen, wer weiß. Wir lassen uns mal überraschen, nächste Saison. Vielleicht sind dadurch nochmal die ein oder andere Sekunde zu holen. Alle sind glücklich und zufrieden durch das Rennen gekommen. Keine Crashes, keine Stürze, keine Vorkommnisse. So wollen wir das haben und genau so kann man die Saison beenden. Ich hoffe, euch hat das Rennen wieder gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es spannend und hier oben findet ihr jetzt direkt das nächste Video.